hiervon noch eins weg. Das schmeiße ich nochmal weg. Haben wir nur noch eins davon, das ist aber nicht schlimm. Weapons tausche ich auch mal, denn wir haben ja jetzt die Iron Axe, oder? Ne, Steel War Axe, die da. Die ist besser. Macht ein bisschen mehr Damage und sieht auch vor allem cooler aus. Und dann kann ich ja von dem Longbow vielleicht auch mal weg. Komm, was soll's. Der Wolf ist immer noch da. Ich speichere mal gerade. Oh nein, und er rennt schon wieder weg. Fast. Hätten wir gehabt. Wo bist du denn hin? Wo bist du hin? Sehe ich nicht. Da. Ja, du hast es nicht geschafft, Kollege. Tut mir sehr leid, aber es musste sein. So, jetzt will ich aber mal rausfinden, was für ein Geräusch. Das ist so extrem laut. Das ist hier vorne, da wo es leuchtet, genau. Wusste ich's doch. Das ist eine Nirnroot. So heißt dieses Gewächs. Was so ein, ja, irgendwie so ein magisches Gewächs halt einfach. Also macht eben die Geräusche. Ich finde es ganz cool, dass es so ein Gewächs gibt, das eben diese Geräusche macht. Finde ich ganz angenehm und ja. Gibt halt auch so ein bisschen so ein Seltenheitsfeeling. Die gibt es auch echt nicht so oft und die braucht man für manche Rezepte und die gibt es halt wirklich nicht oft. Okay, die Fußstapfen sind halt wirklich sehr, sehr laut. Muss ich da noch was machen? What? What is it now, Mother? It was as big as the mountain and black as night. It flew right over the barrel. Dragons now, is it? Please, Mother. If you keep on like this, everyone in town will think you're crazy. And I've got better things to do than listen to more of your fantasies. You'll see. It was a dragon. It'll kill us all and then you'll believe me. Ich habe aber auch einen gesehen. Nobody Hilde, believes ey. me, but I tell you, I saw. Aber Did you hear? The river ich habe doch auch einen was gesehen. wrong. Poor Lucan must be torn to pieces over it. Ich habe doch auch einen gesehen. Du hörst mir einfach nicht zu. Warum hört die Frau mir nicht zu? Cabbage. Ein Haufen Salat. Mit dem können wir auch später reden. Ja. Hier steht eine Schmiede. Mit einem wunderschönen Grafikbug. Das, okay. Hier können wir nur stehlen. Tanning Rack. Okay, ich gehe mal hier rein. Ach, guck mal da. Ah. Wir sind direkt richtig. Das war nicht geplant. Hallo Dorte. Papas isn't too friendly with strangers. But you seem alright. You two must be hungry. Sit down and I'll get you something to eat. Now then, boy. Vielen Dank für die Einladung. Mystery. What are you doing here looking like you lost an argument with a cave bear? I don't know where to start. You know I was assigned to General Tullius's guard. We were stopped in Helgen when we were attacked by a dragon. A dragon? That's ridiculous. You aren't drunk, are you, boy? Husband, let him tell his story. Not much more to tell. This dragon just flew over and wrecked the whole place. Mass confusion. I don't know if anyone else got out alive. I doubt I would have made it out myself if not for my friend here. I need to get back to Solitude and let them know what's happened. I thought you could help us out. Food, supplies, a place to stay for the night. Of course. Any friend of Hadvar's is a friend of mine. I'm glad to help however I can. Ich heiße auch Hadvar. Like I said, I'm glad to help in any way I can. But I need your help. We need your help. So, hier sehen wir schon Small Leather Tent und Bedroll. Das ist ein Gegenstand aus einer Mod, die ich installiert habe. Und zwar nennt die sich Campfire. Das ist eine Mod, mit der man sich Zelte bauen kann.
und halt Schlafplätze bauen kann. Finde ich sehr, sehr cool. Denn die spielt sehr gut zusammen mit einer anderen Mod, die ich habe, und die nennt sich Frostfall. Die werden einige von euch, die das Spiel vielleicht schon kennen, also Skyrim mit Mods schon gespielt haben, werden das vielleicht kennen. Das ist eine ziemlich komplexe Mod, die ein Hypothermia Element einführt. Und zwar kann man nass werden, und wenn man sich nicht schnell genug trocknet, kühlt man aus und dadurch kann man sterben. Man kann sterben, wenn man in sehr kalten Gewässern schwimmt. Da darf man auch nicht zu lang sein. Und so weiter und so fort. Also das ist ziemlich komplex. Und da spielt natürlich das Leather Tent oder das kleine Zelt natürlich eine große Rolle. Und das nehme ich natürlich auch direkt mal mit. Das ist schön, dass wir es hier geschenkt bekommen. Ich nehme mal den Wein mit. Alles, was wir so gebrauchen können, die jetzt nicht unbedingt. Brot. Essen ist auch immer gut. Oh, sogar Käse. Verbots habe ich, danke. Den Met nehme ich mit. Ingot. Ein Apfel, ein paar Tränke, Salz. Und natürlich auch gerne den Ring. Da sage ich nicht nein. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. How do I get to Whiterun from here? Cross the river and then head north. You'll see it just past the falls. When you get to Whiterun, just keep going up. When you get to the top of the hill, you're at Dragon's Reach, the Jarl's palace. What can you tell me about the Jarl? Jarl Balgruuf. He rules Whiterun Hold. A good man, perhaps a bit overcautious, but these are dangerous times. So far, he's managed to stay out of the war. I'm afraid it can't last, though. Which side in the war does he favor? I don't think he likes either Ulfric or Elisif much. Who can blame him? But I've no doubt he'll prove loyal to the Empire in the end. He's no traitor. You support the Empire then? Of course. Skyrim has always been part of the Empire. That doesn't mean I support everything the Empire's been doing lately. But Nords have never been fair-weather friends. Who's Elisif? I forget you're new to Skyrim. Jarl Elisif, I should say. Although only because she was married to Jarl Torrig when he was murdered. Ulfric murdered Torrig, you know. Walked right into his palace in solitude and killed him. Shouted him to death, if you believe the stories. That's what started this whole war. The Empire couldn't ignore that. Once the Jarls start killing each other, we're back to the bad old days. What can you tell me about Riverwood? Gerder's family first settled here as woodcutters a few generations ago. She and Hod run the mill. I make a decent living sharpening axes and fixing the sawmill. Can I use your forge? I see no harm in it, if you have the skill. The grindstone will improve your weapons. Use the table to improve your armor. If you've got the raw materials, you can use the forge to make something new. What do you think about the war? People are rightly stirred up about the damn Thalmor being allowed to roam around arresting people, just for worshipping Talos. But was it worth tearing Skyrim apart and maybe destroying the Empire? No. Ulfric will have a lot to answer for in the end. Nords have always supported the Empire, and the Empire has always been good for Skyrim. Why are the Thalmor allowed to arrest people for worshipping Talos? It's from that treaty that ended the Great War, remember? When the Emperor was forced by the Thalmor to outlaw Talos worship. We didn't pay much attention to it when I was a boy.
everyone still had their little shrine in the towers. But then, Ulfric and his sons of Skyrim started agitating about it. Sure enough, the Emperor had to crack down, dragging people off in the middle of the night. One of the main causes of this war, if you ask me. All right then. Did you see a dragon? What did it look like? Did it have big teeth? Hush, child. Don't pester your cousin. Tja, und das ist im Grunde genommen der Grund, warum ich mich für das Imperium entschieden habe. You lost? Skyrim und der Norden waren nie gegen das Imperium. Doch als Ulfric meinte, er müsste jetzt auf einmal Jarl werden und hat alles den Hochlord umgebracht, ist natürlich das Imperium hellhörig geworden. Und das ist der einzige Grund, warum es heute so ist, wie es ist. It's nice to be back in a friendly spot. Listen, I'm gonna lay up here for a while. You can make your own way to Solitude from here. I'd recommend heading to Whiterun, just down the road from here. From there, you can take a carriage to Solitude. You really think I should join the Imperial Legion? Of course. I know today wasn't the best introduction to the Legion, but I hope you'll give us another chance. The Legion could really use someone like you, especially now. And if the rebels have themselves a dragon, General Tullius is the only one who can stop them. You think General Tullius knows where the dragon came from? No, not yet. After all, a dragon? Something out of old tales and legends? No one could have predicted that. But you can bet he'll be trying to figure it out. And this could shift the whole balance of the war. If you want to help stop that dragon, your best bet is to go to Solitude and join up with the Legion. I'll have to think about it. Sure, I understand. It's not easy to go from being executed by the Legion one day to joining up the next. But I think you'll see the Legion is Skyrim's only hope for real peace right now. I know you'll make the right choice in the end. Ja, ich hoffe, ich werde die richtige Wahl treffen. Hunting Bow, cool. Ich lege hier mal ein bisschen was rein, weil ich bin ja ein bisschen zu schwer. Was kann ich denn mal reinlegen? Das und die da lege ich noch rein. The rebels like to forget Kann ich wieder that the laufen, cool. Empire is what's keeping the Dominion out of Skyrim. Naja, eben. Also das Imperium war immer für Skyrim da, wenn es gebraucht wurde. Und Skyrim war immer auf Seiten des Imperiums. Und nur weil Ulfric jetzt meint, er müsste hier den Hochlord killen, weil er irgendwie machtgeil ist, ja, sehen wir, was daraus geworden ist. Ich werde mich nach diesen Strapazen erstmal zu Bett legen. Wir haben es 10 Uhr abends, das heißt, ich schlafe bis um 6, also 8 Stunden müssten das sein, ja. Bis um 6 ist okay, denke ich. Guten Morgen, hallo Alba. Und ja. You know, Dorothy, with all those vegetables I've been growing lately, Guten Morgen, Freunde. I was thinking we could make a right Oder lovely stew. guten Abend, Freunde. Oder guten Nacht, Freunde. Denn ich werde hier jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Wow, yeah, that sounds great, Mother. Only Das war, ja, das war die Introduction. Das war die Einführung in ein neues, großes Abenteuer, das ich mit euch teilen werde. Nämlich das von Skyrim. all that stuff you The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich habe so Bock da drauf. Das kann ich niemandem erzählen. Ich bin echt gespannt, wie es weitergehen wird mit uns, mit der Geschichte. Wie wir uns hier entwickeln werden, was wir alles erleben werden. Aber bis dahin mache ich eine kleine Pause und sage erstmal Tschüss an diesem Punkt. Und wir Take what you need, my friend. werden uns wiedersehen. In Bälde, denke ich. Auf jeden Fall. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, was auch immer. Und bleibt flauschig. Euer Wuscholl sagt ciao.
geht jetzt ins Bett. Und, ja, ihr sollt heute auch mal ein bisschen früher ins Bett gehen, damit ihr morgen ausgeschlafen seid. Bis dahin, bleibt flauschig. Euer Wuscholl sagt Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao! Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Wir stehen immer noch hier bei, hier vorne bei Hadvar und, Dorothy, dear. Alva, I've glaube been ich, growing heißt er, some oder? really lovely vegetables. Maybe tomorrow. It's nice to be Alvor. back in a friendly spot. What do you say? Ich gehe mal raus und schaue mich mal ein bisschen um hier in der Stadt. Riverrun kennen wir ja noch gar nicht. Wir sind ja nur reingegangen, haben uns ein bisschen was angeschaut. Hier gibt es ein bisschen was zu, na, was heißt erleben, aber es gibt ein paar Quests, die man machen kann. Und ich würde sagen, wir starten einfach und gucken uns ein bisschen die Stadt an. Oder das Dorf besser. Guck mal da hinten, das Strohbett schwebt vor sich hin. Aber ich mache die Kamera ein bisschen zurück, damit wir ein bisschen auch was sehen. Ich habe gerade eben noch ein bisschen an der, am Sound rumgefummelt, dass die Stimmen nicht mehr ganz so laut sind, die Fußstapfen ein bisschen leiser, weil ich, ja, noch nicht weiß, ob der Sound mir so gefällt, wie er ist. Na gut, müssen wir halt mal schauen, wie es sich ergibt. Und wie ihr seht, ich habe auch das Fadenkreuz mal rausgemacht, einfach nur, weil, ja, ich einfach mal gerne wissen wollte, wie es ist, ohne zu spielen, weil das nervt manchmal ein bisschen in manchen Szenen. Von daher, ich habe es einfach mal weggemacht. Wenn ich es wieder brauche, mache ich es wieder rein, je nachdem. Mal sehen. Kann ich das machen? Ah, cool. Jetzt kann ich selbst hier den Baumstamm drauflegen. Kommt man sich direkt vor. Ein richtig harter Kerl, oder? Was kann ich jetzt machen? There's only a log to be cut. Ah, jetzt habe ich schon wieder diesen... Ich habe letztes Mal schon mal angefangen zu spielen. Und hatte danach, einen Bug, dass ich meine Kamera nicht mehr verwenden konnte, musste ich wieder hier dran gehen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, cool. Das ist wohl ein kleiner Bug. Kennt man ja. Und mein Spiel ist auch letztes Mal abgestürzt. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, diesmal stürzt nicht wieder ab. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass man das halt auch machen kann. Jetzt ist nichts hochgradig Besonderes, ja. Aber ich finde es irgendwie ganz cool. Das Sägegeräusch ist auch ein bisschen seltsam, gebe ich zu. Aber gut, das ist geil, so ist es halt. Ich meine, das Spiel ist ja inzwischen auch schon 5 Jahre alt, ja. So. If you're looking for work, go see Hod at the mill. Hast du was zu sagen? Over in the Riverwood Trader says thieves broke into his store. Strange. He says they hardly took anything. What can you tell me about Riverwood? It's my mill. Some folks thinks it's my town too, but it ain't. The Jarl in Whiterun owns the land and the town. I just pay the taxes. Is there somewhere I can buy fresh supplies? And by supplies, I suppose you mean weapons and armor? Alvor can help you out. He's our blacksmith. Ich dachte eigentlich Alright, wirklich an then. Essen. Naja, egal. Hallöchen. Maprell, was machst du denn hier? Need something? Heard any rumors lately? Have you seen that shrine of Azura? They say the Dark Elves built it after they fled from Morrowind. Sight to see. Visit the shrine of Azura to the south of Winterhold. Hello. Huh? Beauty, you're too good for this place. Of course. I bet you're tired of serving these low lives. It can't be helped. No, what the fuck. Okay, das mache ich jetzt nicht. Das ist eine Mod. Und zwar, Bedienungen in den, die macht, oder die erstellt eben Bedienungen in den Tavernen. Und ich glaube, mir gefällt die Mod nicht. Die ist so, mir gefallen die Frauen nicht, die sie da eingeführt haben. Ich meine, ganz ehrlich, du kannst sie zum
ne, also mitnehmen und zum Kochen einladen. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so... Irgendwie finde ich das ein bisschen doof. Ich meine, klar, es ist halt schön, dass das geht und dass das Teil des Spiels ist, aber irgendwie... Weißt du? Ist jetzt nichts, was ich wirklich vermisst hätte, um ehrlich zu sein. Mal gucken. Ich lasse mal drin. Vielleicht macht es ja doch irgendwie noch Spaß. Kann ich hier... Guck mal, hier kann ich auch... ich habe keine Axt. Okay. Wir sollten noch mit Hot sprechen. Kann Hot uns vielleicht einen Auftrag geben? Ein bisschen Arbeit. Ja, ist okay. Okay. Get an axe. Bring me all the wood you can chop. Got business here in Riverwood, eh? There are worse villages. Okay, also er hat gemeint, wir sollen uns eine Axt besorgen. Keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Ich habe zwar eine, aber das ist ja eine Kampfaxt. Ich bräuchte halt eine Holzfäller-Axt. Ja, mal schauen, ob ich eine herbekomme irgendwo. Hast du uns was zu sagen, Kollege? Nein, ich wollte mit ihm sprechen, nicht mit der... What can tell you about the jar? Das haben wir ja alles schon gemacht. Ja, hier, genau. Need any help around the forge? Yes, actually. How about you smith me an iron dagger? Here's everything you need to make one. Go ahead. Okay, kann ich? Glad you're here. Ich würde gern... Danke. The blacksmith forge is used to create new weapons and armor from raw materials. Und ich möchte natürlich zuallererst mal einen Iron Dagger machen. Und leider ist dieser Fehler immer noch da. Das war das letzte Mal schon. Und zwar haben wir hier so ein Stück glühendes Stahl oder so ein Stück glühenden Stahl in unserer Hand stecken. Ich weiß nicht, durch was der Bug ausgelöst wird, durch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde es voll nervig. Es ist einer der Bugs, die ich absolut nicht leiden kann. Hello, friend. Hier ist ein Iron Dagger. Not bad, but it's a little dull. How about you sharpen it up? Just need a bit of metal and the grindstone over there. Temper and Iron Dagger. Natürlich. Mal gucken. Use grindstone. Use the grindstone to improve weapons. All improvements require specific materials which you can buy or find in the world. Na, wir nehmen uns den Iron Dagger hier oben und machen aus dem einen Fine Iron Dagger. Und der ist jetzt tempered. Macht jetzt ein bisschen mehr Schaden, weil er halt eben aufgewertet ist. Take what you need, my friend. May the gods watch over your battles, friend. I've sharpened the Iron Dagger. Good. You put time into your blades. They'll serve you well when you need them. You want to keep helping? How about you make some armor? Let's start by tanning some leather on the rack. Alles klar. Until next time. Wir sollen hier ein bisschen Leder machen. Es gibt hier nämlich so ein Tanning Rack. Da kann man Leder zu, also halt Tierfelle oder Tierhäute zu Leder verarbeiten. Tanning racks. The tanning rack is used to turn animal hides to leather and to cut leather into strips. Both leather and leather strips are used in creating and improving weapons and armor. Aber wir haben hier ein bisschen Hide. Könnten daraus jetzt Furplate machen oder Furplate oder Furplate 2, was auch immer der Unterschied ist. Achso, genau, hier können wir jetzt, hier bekommen wir 2 Furplates, wenn wir ein Hirschfell verarbeiten, und vom Wolfspelz bekommen wir immer nur ein Furplate. Gut, das wollte ich jetzt nicht machen. Genau, Leather. Wir wollen Leather haben. Aus unserem Wolfspelz machen wir Leder. Aus einem Wolfspelz, und hier raus machen wir mal 2 Leder, was soll's. Leather Strips brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch direkt eine Small Leather Tent machen, aber... Habe ich das nicht sogar bekommen? Ich glaube, das habe ich schon. Chitin. Ah ja, hier kann ich Face Masks machen. Das ist auch eine Mod, die ich installiert habe. Irgendwie ganz cool, aber... Warum steht da Chitin? Ich brauche nur Leinen dafür.
Na egal, so. Hey there. Here's the leather you wanted. Good. A lot of weapons and armor need leather for straps, fittings, that kind of thing. Let's see if you can make a hide helmet. Here's the rest of what you need. Okay, wir machen einen Hide Helmet. Hide. Hide Helmet. Da ist er. Haben wir gebaut. Hello. It's good to see you again. Here's a Hide Helmet. I should hire you to be my assistant at this rate. Let's improve the fit. Take this leather to the workbench over there. Wir sollen ihn jetzt auch tempern, damit er ein bisschen besser wird. Wir machen das gerade mal. Mit der Workbench kann man eben Rüstung verbessern. Das steht auch hier nochmal. Use workbenches to improve armor. All improvements require materials. The amount of improvement depends on your smithing skill. Verstehe. Hide Helmet. Den wollen wir tempern. Brauchen wir viel Leder für. Ist schon teuer, aber okay. Hide Helmet, fine. Genau, Craft. Bring a tempered hide helmet to Alvor. Good. Whatever you need. I've tempered this hide You helmet. have talent. Keep working at your craft, and you'll be a fine smith one day. Why don't you keep that dagger and helmet? Maybe you'll remember me when you're making Skyforged steel, huh? Cool, wir dürfen es behalten. Das ist echt nett von ihm. Aber ich bin natürlich viel zu schwer, deswegen möchte ich ein bisschen was verkaufen. What have you got for The sale? finest weapons and armor. Barter. Items above the divider line belong to the vendor. Items below the line belong to you. To buy or sell an item, select it and press A. Alles klar, ich verkaufe natürlich erstmal ein bisschen was. Weapons, die Battle Axes brauche ich nicht, die Daggers nicht, den Fein behalte ich mal. Das brauche ich nicht, das auch nicht, glaube ich. Steel Dagger, komm mal weg. Apparel, genau wie hier, brauche ich nicht. Behalte ich eine zumindest. Hide Armor brauche ich nicht, den behalte ich, weil ich habe den gebaut. Imperial Light Helmet, Stormcloak Cuirass und Tortuous Hood, das kann ich alles verkaufen. Mist, können wir nochmal gucken. Was gibt's hier? Crafting Feathers. Keine Ahnung, für was die sind. Einigen Gott, Leather Strips tut. Okay, das kann ich alles behalten. Ich gehe gerade mal hier. Was hat denn der für mich vielleicht? Oh, das haben wir ihm verkauft. Steel Shit Boots. Ein Standard Armor, aber das brauchen wir alles nicht. Oder zumindest, ich will das Geld nicht ausgeben, sagen wir es so. Ach, daraus kann man vielleicht Pfeile machen, das kann sein. Blessed Iron Dagger, Blessed Iron Mace. Na gut, okay. Wir kaufen uns jetzt erstmal nichts, wir haben eh kein Geld, von daher. Vielen Dank. Tut mir leid, das war keine Absicht. Ja, das passt wieder. Hast du mal was zu sagen? It's my boy Sven you need to Nee. listen. Ah, ups, das wollte ich nicht, sorry. Solltest du nicht eigentlich in der... Ach, vergiss es. Hallöchen, wer bist du denn? Ach, Gerdo wieder, okay. Wer bist du? Ekusok. What have you got for sale? Den kenne ich gar nicht. Weapons. Hunting Bow. Kostet 152 Gold, so viel habe ich natürlich überhaupt nicht. Okay, Apparel. Ah, Arkai. Oh yeah. Bone Mold. Natürlich gleich ordentliche Rüstungen dabei, krass. Kann ich mir aber alles nicht leisten. Okay. Weitergehen. Ja, ich probier's. Gibt's hier was? Warte mal, lass mich mal kurz das nachgucken. Ich mach mal gerade einen Quicksave, aber ich wollte eigentlich, gibt's hier auch Quicksave für Controller oder muss ich das irgendwie anders machen?
Kann ich nicht vielleicht mit der Tastatur jetzt hier umstellen? Ich kann jetzt die normal umstellen, die Sprint, LB, so kann man sprinten. Okay, ich habe es die ganze Zeit gesucht und einfach nicht gefunden. Okay, hier kann ich jetzt leider halt nicht. Hier kann ich jetzt leider nicht die Dingens machen. Die Tastatur angucken wir mal, vielleicht geht's mit Quicksave mit F5, okay, cool, weil ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Ob ich das knacken kann. Ach, hier, okay. Fuck. Warte, hier, oder? Nein. Alter. Jetzt sieht er woanders, hä? F9, okay. Warum jetzt da? Hä? Das ist doch normalerweise immer am gleichen Platz wieder. Ein bisschen Kacke. Dovahkiin, Dragonborn.